Herzlich willkommen zu unserem 5. Adventsvideo. Ich möchte euch heute den Abschluss der Weihnachtsgeschichte vorlesen. Jesus muss fliehen. Teil 5 der Weihnachtsgeschichte. Als die Gelehrten aus dem Morgenland beim König von Israel waren und sich über den neuen König erkundigten, sagte er ihnen, sie sollten ihm sagen, wo er ihn finden kann, dass er ihm auch Geschenke machen könnte. Aber in Wirklichkeit hatte er Angst um seine Macht und wollte Jesus umbringen. Die Gelehrten wurden von Gott durch einen Traum gewarnt und gingen auf ihrer Heimreise nicht noch einmal zum König. Josef hatte einen Traum. Er wurde von einem Engel gewarnt. Der jetzige König will Jesus umbringen. Fliehe mit Maria und Jesus ins Ausland. Das tat Josef. Er nahm Maria und Jesus und reiste nach Ägypten. Als sie Bethlehem verlassen hatten, schickte der König einige Soldaten nach Bethlehem und ließ jeden Jungen, der jünger als 2 Jahre alt war, töten. Josef, Maria und Jesus lebten in Ägypten als Flüchtlinge, bis der König gestorben war. Die Flucht nach Ägypten. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Ich möchte diese Folge oder diese kurze Andacht nennen: Jesus als Flüchtling. Diese Geschichte ist Teil der Weihnachtsgeschichte, die ihr gerade gehört habt, aber sie ist uns manchmal nicht so bekannt. Wir lassen sie gern so ein bisschen weg. Jesus oder die Familie von Jesus, Maria und Josef, müssen sofort nach Jesu Geburt fliehen nach Ägypten. Sie werden verfolgt von Herodes und haben Angst um ihr Leben. Jesus wächst in der Fremde auf als kleines Kind. Da wird es selber noch nicht so sehr viel mitgekriegt haben, weil er ein kleines Kind war. Aber er ist in einem Land, wo er nicht zu Hause ist. Wir sehen Gott in der Fremde. Gott ist in einer ihm sogar fremden Welt, in einer fremden Umgebung als kleines Kind. Welche Herausforderungen wird die Familie wohl gehabt haben in Ägypten? Hat sie die Sprache gesprochen? Wo kamen sie unter? Mussten sie vielleicht ständig von einer Unterkunft zur nächsten, hatten nie wirklich Sicherheit, wo sie sein konnten. Sie wussten auch nicht, wann sie zurück konnten. Sie mussten warten, bis Herodes tot ist. Es hätte 10 Jahre dauern können, es hätte 5 Jahre dauern können. Sie waren in völliger Unsicherheit. Es ist eine interessante Sache, über die wir nachdenken müssen, die vielleicht heute sehr viel aktueller ist als je zuvor. Gott selbst ist in einer fremden Umgebung. Gott selbst ist geflüchtet. Gott selbst kennt dieses Leid, fremd zu sein, vielleicht die Sprache nicht zu sprechen. Jesus hat das selbst erlebt. In der ganzen Bibel finden wir immer wieder solche ähnlichen Narrationen, würde ich jetzt sagen. Wir sehen Abraham, der sein Land freiwillig verlässt, er ist kein Flüchtling, aber er verlässt sein Land, er geht in was Neues. Wir sehen das ganze Volk Israel, wie es in Ägypten auch wieder lebt und fremd ist dort, wie es aus der Fremde herausgeführt wird. Wir sehen immer wieder diese Narration des Geflüchteten, des Fremden. Und wir sehen auch immer wieder, selbst Paulus erwähnt das, dass wir wie Fremde in dieser Welt sind. Sollten wir dann nicht als Christen, als Nachfolger Jesus noch viel mehr dafür tun, das Fremde willkommen zu heißen? Die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf. Nimm das, was dir fremd ist. Die Menschen, die vielleicht nicht so auf deiner Wellenlänge sind. Und das können ganz praktisch heute der Flüchtling aus Syrien sein, der nebenan wohnt. Das kann der Dönerbesitzer, der seit 30 Jahren in Deutschland wohnt, aber immer noch irgendwie fremd ist, weil er eben kein Christ ist wie du oder weil er eben Moslem ist. Aber das können auch Leute sein, die einfach nur ihren Glauben ein Stück anders leben als du. Die dir vielleicht zu
liberal sind oder zu konservativ oder einfach manche Sachen in ihrem Glauben auf eine andere Weise machen, als du es so gewohnt bist und die dir ein bisschen schräg vorkommt. Auch das sind Fremde. Auch das, was uns irgendwie, da begegnet es uns, dass wir mit Fremdheit konfrontiert werden. Und die ist für uns nicht immer einfach. Also ich sag damit nicht, dass du alles, was dir fremd ist, für dich übernehmen musst. Aber versuche auf das Fremde zuzugehen. Versuche es also ein bisschen zu verstehen. Versuche den, der dir fremd ist, ein bisschen anzunehmen, ein bisschen in dein Herz zu schließen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir häufig den ersten Schritt machen in so eine Richtung. Menschen, die uns fremd sind, zu verstehen, anzunehmen und im Sinne, wie es uns die Bibel auch lehrt, zu lieben. Und vielleicht begegnet uns ja sogar häufig in dem Fremden Jesus selbst. Denn Jesus ist auch als Fremder in diese Welt gekommen. Vielleicht können wir gerade von dem, der anders ist als wir, der anders denkt, der einen anderen Hintergrund hat, viel mehr von Jesus lernen als mit dem, der uns total vertraut ist, der uns sehr ähnlich ist. Und dazu möchte ich dich einfach herausfordern. Suche Jesus in dem anderen, in dem Gegenüber. Vielleicht gerade in dem, der dir eher fremd ist, der eher nicht so auf deiner Wellenlänge ist. Und versuche dort Jesus zu finden. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine sehr schöne Adventszeit und ich hoffe, du kannst das bisschen mitnehmen.